Hallo da draußen und herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie ihr aus einem MIDI-Controller ein Stream Deck macht, dann seid ihr hier genau richtig. Aber alles weitere nach dem Intro. Willkommen zurück nach einer überaus langen Zeit. Ich konnte aus technischen Problemen mit meinem Computer leider keine weiteren Videos vorproduzieren, aber nun versuche ich wieder regelmäßig Videos zu machen. Naja, ich versuche es. Nun zum eigentlichen Thema. Ich habe ein Launchpad und ein Keyboard und ich habe mir gedacht, wie geil es wäre, wenn man seinen Livestream damit steuern könnte. Jetzt will man aber nicht immer sein Geld für ein Elgato Stream Deck, Hashtag nur sponsored, ausgeben oder sein WLAN mit unnötig und schlecht optimierten Apps belasten. MIDI-Controller sind sehr billig und bieten meist mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel mit meinem Launchpad kann ich Musik machen und habe 64 Tasten, die ich mit Sounds belegen kann. Aber warum kann man damit nicht eine Software steuern? Ich habe es einfach mal getestet und versucht, Hotkeys in OBS von meinem Launchpad zu vergeben. OBS erkennt aber keine MIDI-Eingaben von Haus aus. Auch Translator-Software, die aus einem MIDI-Controller mit einem virtuellen Treiber eine Tastatur am PC simulieren, werden von OBS leider nicht erkannt. Nun habe ich viel gesucht und nichts finden können, bis ich einfach mal als letzten Schritt auf gutefrage.net eine Frage zu diesem Thema in den Raum geworfen habe. Und tatsächlich bekam ich eine Antwort von einem Entwickler, der auf GitHub kleine Programme schreibt für OBS und hat kurzerhand ein Python-Skript geschrieben, womit es möglich ist, OBS-Hotkeys mit einem MIDI-Controller zu vergeben. Die Entwicklerseite packe ich euch in die Beschreibung, könnt ihr mal vorbeischauen, er macht wirklich sehr hilfreiche Programme für OBS. Nun, wie funktioniert das jetzt genau? Zuerst benötigt ihr das OBS-Plugin OBS WebSocket. Den Link packe ich euch in die Beschreibung. Dort downloadet ihr das Plugin, installiert es und geht in das Installationsverzeichnis. Dies befindet sich oft dort, wo die Installationsexe sich befindet. Von dort aus kopiert ihr euch die Dateien und verschiebt sie in euer OBS Studio Verzeichnis. Dieses liegt standardmäßig auf dem Laufwerk C unter Programme oder Programme x86, je nachdem, ob ihr ein 64-Bit oder ein 32-Bit System habt, und dort muss sich ein Ordner namens OBS Studio befinden. Dort kopiert ihr die Daten rein und schon habt ihr das Plugin. Ob das Plugin richtig installiert ist, könnt ihr sehen, wenn ihr OBS startet und ihr oben auf Werkzeuge geht. Dort müsste ein neuer Reiter namens WebSocket Server Einstellungen zu sehen sein. Dort drückt ihr nun einmal rauf und versichert euch, dass der Haken auf WebSocket Server aktivieren angehakt ist. Außerdem soll der Port auf 4x4 sein und aktiviert Enable Debugging Logging. Falls sich mehrere Rechner im Host-Netzwerk befinden, könnt ihr optional ein Passwort vergeben. Ist aber für dieses Tutorial nicht notwendig. Ich drücke nun auf OK und schließe OBS. Als nächstes müssen wir auf unserem PC die neueste Version von Python installieren. Dafür geht ihr auf den Link in der Beschreibung, wo ihr auf diese Seite kommt. Ladet euch dort die aktuellste Version von Python herunter und startet den Installer. Im Installer solltet ihr alles anhaken, vor allem PIP, da wir noch ein paar Python-Pakete installieren müssen. Nun drückt auf Next. Im nächsten Punkt solltet ihr darauf achten, dass Add Python to Environment Variables aktiviert ist und installiert euch Python. Sobald Python installiert ist, startet euren PC einmal neu und öffnet am besten als Administrator die Eingabeaufforderung. Dort geben wir zuerst pip install mido ein, damit kann das Skript MIDI-Befehle erkennen. Nun drückt Enter. Sobald mido installiert ist, gebt ihr noch pip install tinydb ein und drückt Enter. Nun brauchen wir nur noch zwei Sachen. Gebt nun pip install python rtmidi und nachdem ihr Enter gedrückt habt, pip install WebSocket Client ein und drückt Enter. Nun sind wir bestens vorbereitet, um das MIDI-Skript auszuführen. Geht nun auf die Seite von dem Entwickler Lebaston 100, den Link packe ich euch in die Beschreibung, und drückt auf MIDI to OBS. Ladet euch die ZIP-Datei runter und entpackt sie. Den Ordner müsst ihr nun dorthin packen, wo ihr ihn immer wieder findet, da ihr, um die MIDI-Eingaben zu benutzen, dieses Skript immer wieder ausführen müsst. Als erstes wollen wir auf unser MIDI-Gerät die Tasten zuweisen, die wir für OBS verwenden wollen. Dafür müssen wir die Setup PY ausführen. Zuerst müsst ihr OBS Studio als Administrator starten.
drückt auf die Datei drauf und sagt mit Python öffnen. Wenn dies nicht so wie bei mir funktioniert, müsst ihr manuell das Skript ausführen. Dafür eine Eingabeaufforderung geöffnet, die am besten als Administrator, und dort navigiert ihr euch bis zu eurem Zielverzeichnis. Mit cd... könnt ihr einen Ordner zurückspringen und mit cd und den Ordnernamen in einen Ordner navigieren. Mit dir könnt ihr euch ausgeben lassen, welche Ordner und Dateien sich im momentanen Verzeichnis befinden. In meinem Fall befinden sich die Daten auf dem Desktop. Dafür navigiere ich mich einmal schnell dahin. Sobald ihr euch im Ordner befindet, gebt ihr einmal dir ein. Dort wird mir die Setup.py angezeigt. Nun gebe ich Python setup.py ein. Versichert euch, dass das OBS-Plugin gestartet ist und dass euer MIDI-Controller mit dem PC verbunden ist und erkannt wird. Sobald ihr das Skript gestartet habt, kommt folgender Dialog: Select MIDI Device. Dort wählt ihr mit der entsprechenden Zahl euer MIDI-Gerät aus, in meinem Fall die 0 für mein Launchpad Mini. Nun drückt Enter. Danach sollt ihr eine Taste auf eurem MIDI-Gerät drücken. Wählt diese Taste aus, die ihr belegen wollt. Anschließend sollte man eine Auswahl an Möglichkeiten sehen, die man auf diese Taste belegen kann. Ich möchte jetzt eine Szene auswählen, auf die geschaltet wird, wenn ich diese Taste drücke. Wenn ihr etwas anderes wollt, wählt die entsprechende Zahl aus. Nun werden mir hier alle Szenen angezeigt, die sich momentan in OBS befinden, und ich wähle meine Szene aus und drücke Enter. Nun könnt ihr eine andere Taste vergeben und euch Schritt für Schritt euren MIDI-Controller mit OBS-Hotkeys bestücken. Sobald ihr fertig seid, schließt das CMD-Fenster. Nun öffne ich im gleichen Ordner die Main.py, die ich entweder direkt oder manuell, wie vorhin gezeigt, ausführe. Wenn dort angezeigt wird OBS Connected, hat alles funktioniert. Das Skript läuft nun im Hintergrund. Wir gehen also nun in OBS und drücken unsere belegten Tasten auf dem MIDI-Controller und sehen, dass die Hotkeys funktionieren. Falls ihr das CMD-Fenster nicht sehen wollt, könnt ihr bei Windows 10 im Datei-Explorer oben auf Ansicht gehen und dort Dateinamenerweiterung aktivieren. Nun fügt ihr hinter den Main.py ein W ein und bestätigt dies. Nun, wenn ihr die Datei startet, wird sie im Hintergrund ausgeführt, ohne dass ein CMD-Fenster zu sehen ist. Um den Prozess wieder zu beenden, öffnet ihr einfach den Taskmanager und sucht nach Python und beendet diesen Prozess. Falls ihr eure Einstellungen löschen wollt, um neue Hotkeys zu vergeben, geht ihr in den Ordner und öffnet mit einem Texteditor eurer Wahl die config.json. In diesem Fall nehme ich Notepad++. Link dazu in der Beschreibung. In der Config seht ihr jetzt alle vergebenen Hotkeys. Um sie zu löschen, wählt ihr alles aus und löscht den Inhalt. Speichert die Config ab und schließt euren Texteditor. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte, und falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, lasst ein Abo da oder ein Follow da, wenn ihr das auf Vidme schaut, und lasst einen Daumen hoch bzw. ein Upvote da. In diesem Sinne, bleibt frisch und bis zum nächsten Mal.